Marius. Wir werden uns zum Anfang singen, Nummer 125 im Glaubenslieder. Nummer 125. Wir werden den Gottesdienst mit den Leuten anfangen. Nun danket alle Gott, sage du so. Mit Herzen, Mund und Hände. Oder bedient ganz. Nicht so, ganz du mit Bisen oder was vom Herzen kommt. So werden wir das zu Gottes Ehr aller Taub singen. Ich würde fragen, ob wir passend erst noch abstimmen, zum das Leute singen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an und selig viel zu gut bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott woll uns bei unserem Leben einem erfreuliches und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne, und dem der beiden gleich im höchsten Himmelsthrone, dem dreieinigen Gott, als der anfänglich war und ist und bleiben wird, jetzt und immer da. Darf ich Platz nehmen? Nummer 173. O wie süß klingt Jesu Name, o wie heilt allen Schmerz, und wie bringt Fried und Freude jedem kindlich gläubigen Herz. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Lasst uns singen Jesu Namen, ist eine gute Welt. In ihm werden wir besiegen, unser Feinde ganzes Heer. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Welch ein teurer Name ist Jesus, o wie so hoch beglückt, dass sein Volk
gelöst von Sünden, ihm entgegenjauchzend sind. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. Singt mit Macht in Jesu Namen, seinen Ruhm mit Mut bezeugt, bis wir zu der Schar gelangen, die gekrönt sich vor ihm neigt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. O wie süß es erklingt, wenn ein Herz von Jesus singt. En guten Morgen, wünsche ich Ihnen alle von dir und herzlich willkommen die drei. Die hier ist gekommen, hier so mit uns top des Gottesdienst aufzuholen, mit uns top hier so das Wort zu lauschen. Als Framer bekannt, jedenfalls willkommen die drei. Für die Sonderschulklasse Rüd geht, mag ich ein paar Vers lesen, Psalm 65. Psalm 65, Vers 2. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir bezahlt man Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wolltest unsere Sünden vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er wohne in deinen Höfen, der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. Gott, die betont man seine Versprechungen. Wir alle, wir merken Handversprechungen manchmal gemerkt. Und merken vielleicht wieder auch Versprechungen. Und Gott ist der Ganze, dem wir das betonen sollen, dem das utfällt, dort nur kommen sollen. Und dann, ja, ist der Ganze, was Gebet erhielt, du wenn's kommen wir einmal weiter an, wo du erst eindenkst, unsere Missetat drückt uns hart. Unsere Missetaten. Auch der, was vielleicht der letzte Weg war in uns Leben, sind was, unsere Missetaten. Die drücken uns einmal weiter. Aber hier ist der Jan, der wahre Vergebung schenken wird. Hier ist der Jan, der uns wahre kann reinigen, was uns wahre die Freude im Herzen geben kann, wenn wir die Tor anbringen tun. Und weil wir das tun. Einmal wahre. Wir haben das nötig, dass wir beständig, und weil wir können nicht, wenn wir in Missetaten in uns leben, vielleicht sind das Sünden, die wir gleich mal weiten, die Missetaten. Aber danach, weil wir uns zu Gott nuhen, er kennt die, er weiß auch, wo die passiert sind und so weiter, dass wir nicht von glücklich waren. Wenn dort ans Hort verhorten und dort ist dort zu schuld. Luther wieder eine Einleitung, weil ich, was der Hahn über uns gewassen und dort spannt mit der Tub, wenn wir Dinge in unserem Leben, gerade unsere Missetaten, Sünden, wenn wir die da loten bloß durchklappen, einmal war, dann mal einmal, wo wir antworten, ans Patron die guich mu mehr, ans hängt doch mehr, wenn wir die da sein in unserem Leben, und macht dort nicht die voll sein. Und ja, fertig sind wir schon klasse nicht, und freue ich mich noch einmal eine Stunde von Gebet. Leifricher, genügender Gott und Vater, wir kommen hier das Morgen noch wieder zu dir, wir danken dir, wir loben und preisen die Herr, dass wir uns noch wieder das Gelegenheit gibst, uns hier so gemeinschaftlich top an den Wort zu versammeln und zu sein, was den Wort zu sein hat. Wir beten, Herr, dass du wirst durch deinem Geist noch wieder und durch dein Wort zu uns reden.
Har vi weten, vielmals nicht Krieg und Worte in Tiet es zu reden, aber musst du einmal war durch deinem Geist in unsere Horten du wir arbeiten, dass wir kann mehr durch Hand gearbeitet worden, wo die was haben, wo wir sollen. Und war vorher, dass wir nicht wollen, einmal groß, so bloß anschluppen über uns Christenleben, sondern wir wollen einfach ab dem Werk stehen. Wir beten hart, dass wir schon wieder eine Botschaft halten, eine Einleitung in Botschaft, die wird rüberzubringen, so dass die wohlgefällig ist. Und so können Semmerschulklassen, du musst auch durch, und jedem einem helfen durch die Klasse, durch wertvoll zu merken, auch durch den Wort rüberzubringen, und dass sie auch wollen, durch eine schöne Erbauung haben. Wo die dienen Segen wiedergeben für diesen Gottesdienst, als uns Gebet in den Namen. Amen. Darf ich Platz nehmen? (117) Nummer 117 im Glaubenslieder. Mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt. Sende die Zeit der Quickung, labe das dürstende Feld. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, ist das Träumen so köstlich, send uns im Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, hört ihr das Rauschen von fern, über die Herzen der Sünder, kommt's wie vom Geiste des Herrn. Mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, ist das Träumen so köstlich, send uns in Strömen den Geist. Mächtige Ströme des Segens, sende sie uns noch hoch. Jetzt, wo wir flehend uns beugen, jetzt, wo die Herzen bereit, mächtige Ströme, Ströme, dein Wort uns verheißt. Herr, ist das Träumen so köstlich, send uns in Strömen den Geist. In diesem Leben merken wir vielmals Menschen, die wir treffen, dann denken wir manchmal über, was denken die ruhig über, was ihr Leben ist und so wieder. Aber das hat immer die Gefahr, dass wir über uns selbst auch noch anschluppen. Dass wir über uns selbst ruhig mehr sehr genug werken tun und so wieder. Und wenn ich denke an ein Gewissen, das ist ein Thema, was wir nicht eigentlich haben, vom Gewissen zu reden und so wieder. Gott sagt, er hat ein Gesetz in unserem Horten geschrieben, unseren Sinn in unserem Horten geschrieben. Und dort Gesetz, dort nehme ich an, das ist einfach dann das Gewissen, was er uns gesagt hat. Und dort hat er uns dort gesagt, dort soll uns eine Hilfe sein, dort soll uns beschützen, dort soll uns bewahren für viele Dinge. Ich mag hier einmal ein paar Vers lesen, zu der Anleitung in Hebräer 8, Vers 6 und wieder. Hebräer 8, Vers 6.
dollar, denke ich, an den 10. Vers, aber um das ein bisschen Topphang, wo wir das vom 6. Vers wieder lesen. Da sagt es, nun aber hat er eines besseren Amt erlangt, als der eines besseren Testaments Mittler ist, welches auch auf besseren Verheißungen steht. Denn so jenes, das erste, untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum zu einem anderen gesucht. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda ein neues Testament machen will. Nicht nach dem Testament, das ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament, so habe ich ihrer auch nicht wollen achten, spricht der Herr. Denn das ist das Testament, das ich machen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will geben meinen Geist in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich lasse hier meinen Geist. Ich will meinen Geist, mein Gesetz in ihr Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das Gesetz, was Gott in unseren Sinn, in unseren Horten geschrieben hat, dort soll uns merken, so zu handeln, als das Gott wohlgefällig ist. So zu leben in diesem Leben, als das Gott wohlgefällig ist. Wie in uns selbst, was in uns Fleischband wohnt, das ist der Apostel Paulus sagen, du wohnt nicht gut. So, was uns Fleisch uns anladen, dort ist selbstverständlich gehen dort, was Gott wohlgefällig ist. Aber das Gesetz, was er in unserem Horten geschrieben hat, dort soll anders sein. Dort soll gehen dort tun, was ans Fleisch will. Dort soll dort tun, was dem Herrn gefällig ist. Hier seht ihr die Harten verschmähen, dort soll nicht anders sein, als dann, wenn es einfach bei der Hand genommen und hat er aus Ägyptenland geführt. Dort meint so viel, wer an diesem, in das Gesetz Gottes, was in unseren Horten geschrieben hat, wer du nur leben wird, der soll nicht nötig haben, einfach hier bei der Hand geführt zu sein und an dem zu leiden. Der soll dich dort angelehrt werden, das Rechte zu tun. Das jetzt sei ja Hand in Hand. Das Gesetz, was in unseren Horten geschrieben hat, auch der Herr der Geist, das jetzt ganz Hand in Hand, das ich jetzt verstehe. Und dort soll uns viel Klarheiten geben, sehr viel Klarheiten geben. Wenn ich mir dann denkt mir so, wo fährken mal, da wir einfach eine Entscheidung merken, jeden dort, wo ich weiß, was reich ist. Und wenn ich mit Frauen eine Hand abheben, wer noch niemals hat dort getan, jeden dort, was an seinem Horten, was das Gesetz Gottes in seinem Horten sieht, was da reich wird, ich wundere, wie viele Hände würden abheben und sagen, ich kann das tun. Ich kann einfach jeden dort tun, was ich weiß, was reich wird. Wenn wir dort tun, dann dürfen wir einfach jeden dort Gesetz tun, was Gott in unserem Horten angesagt hat. Und dann braucht das Buße. Dann braucht das Vergebung. Dann braucht das, dass wir das erkennen, dass wir haben gefehlt. Wir sind unserem Gott schuldig. Mocht wie von dir durch so eine kurze Betrachtung mit dem Wort von dir angespornt worden, ab das never Acht zu geben. Ja, wir wollen es auch mehr falsch anführen von was das Gesetz Gottes wurde in uns regieren, und wurde in der Bibel ab Menschen viele verschiedene Hinsichten haben gereagiert hat. In Apostelgeschichte 23,1 ist ein ganz klarer Vers, wo uns sehr klar wiesen, dass was gewesen getan hat. Apostelgeschichte 23,1 sagt der Apostel Paulus, als er vor dem Juden rot, und dann sagte Jesus, es steht, Paulus aber sah den Rat an und sprach, ihr Männer, liebe Brüder,
Ich habe mit allen guten Gewissen gewandelt vor Gott bis auf diesen Tag. Vielleicht wird wie sein, ich habe wie nicht so vollkommen sein aus der Apostel Paulus her, dass wir einfach mit allen Gewissen gewandelt haben vor Gott. Wie sind manchmal Menschen, wenn wir in Bekannter treffen, dann, wie dann wird, was uns auch schien zu sein, so zu sein. Und wenn wir dann in Bekannter sein, dann würden wir die Dinge schwind unterstellen. Und dort geht das nicht. Und wo sei ich die Dinge für die kann reichen, wo sei du die Dinge für mich kann reichen, und dort geht das nicht. Dort geht an dort, wo ich die Dinge für Gott reichen. Wenn es an den geht, Jesus sagt das, der Apostel Paulus sagt hier, er hat mit allen, von einmal lesen. Ich habe mit allen guten Gewissen gewandelt vor Gott. Weil ihr dort, wo am das gehen wird. Ich werde auch hier schauen, wenn es nachher jung wird, wenn du dann irgendwo vielleicht in einer Gruppe deiner Stunde, du also dich in deiner Umgebung, du würdest nicht irgendwer was Unehrliches getan haben. Großer Respekt, sagt dazu. Die werden einfach ganz ehrliche Menschen. Aber das Wort, wenn wir schon klein bisschen, wo hängen am Tün werden, oder hängen am Bosch werden, also wieder, dann wird die ganz sass wird. Wenn ihr dort nicht von was das reden wird. Das geht am für Gott. Im Gewissen, im Wohnen, wo du für Gott ans Freisprechen wird. Und dann würden wir famous machen sein, mein Gewissen hat mich nicht freigesprochen für Gott. Die Menschen haben es vielleicht nicht gemerkt. Das wird nicht, können wir das vielleicht verstärken und so wieder. So, aber für Gott, du geht das an. Wirst du wie du, und du willst wir uns verprüfen. Und wenn wir das du in der Ordnung holen, dann, dort ist, was uns wirklich Frieden geben wird. Das Gewissen, das soll uns Frieden im Herzen geben, wenn wir dort befolgen dann. Dort gibt Menschen, die sind scheinbar einfach gewissenslos. Die sagen, wir tun irgendwas. Aber some Menschen kicken uns auch das dort an. Kicken mich und die vielleicht auch das dort an. Haft die Mensch kein Gewissen nur ever, vielleicht hast du ever fortgefahren, fahren und so wieder. Haben die kein Gewissen ever? Wie man klar haben, ab Wort geht dort. Am Wort gehen, diese Liebe ans Gewissen, was Gott uns angeplant hat. Wie kann noch einer tun, was ein bisschen gefährlich ist? Wie kann man einmal an senate Kinder ein falsches Gewissen anprägen? Ein Gewissen muss angeprägt worden. Mein in den Gewissen, wenn wir du nicht wollen, beständig und prägen, durch das Wort Gottes und durch Gebet und so wieder, dass Gott soll uns helfen, dort uns Gewissen, uns Wort wirklich reich ankennen und so wieder, dann können wir einmal auch was Falsches haben. Aber wir sind von dir vielleicht ein bisschen in der Gefahr. Ich denke, wir sind in der Gefahr, dass wir wollen uns so viele Dinge freisprechen. Bleibt ihr das dort? Bleibt ihr das dort? Dass wir sind in der Zeit, wir sind nur der Zeit ewig geschwungen, dass wir dann uns so viele Dinge freisprechen. Was das Wort Gottes uns nicht freisprechen wird. Dass wir mit einmal würden einfach Dinge tun, gegen das Wort Gottes. Weil wenn wir wandeln dann in allen guten Gewissen vor Gott, dann muss wir klar haben, dann dürfen wir auch für das Wort. Dann sollen wir auch uns prüfen, was uns Gewissen uns freisprechen wird, wird durchtun wird. Was ich will sagen von kleinen Kindern, wie kann man einmal ein falsches Gewissen prägen und dort zu schauen? Dort zu schauen, dort kann Kinder, das sei ja das Leben schwer mehr. Ich weiß, das ist viele von ihnen, das sehr bekannt, dort wie ihr schon mal, von der hoffentlich ist es nicht mehr so sehr so dort, aber ihr schon mal wieder es dort. Dort, wenn ein Kind vielleicht das dort getan hat, dann würden sie im Feuer brennen. Dann würden sie im Feuer brennen. Weil wie kann du mit einmal eine schwere Los ableiten ab Kinder, und sie haben über dem ein Gewissen gekriegt, wenn sie das zu mir das gesagt haben. Die Eltern haben jetzt, vielleicht die Großeltern haben mir das dort gesagt. Weil das ist, dass wir Ursache, dass wir vorsichtig sind, was du wie mit dem Gewissen, wenn es das Gewissen hat, Gott auch die kleinen Kinder auch angeplant. Das weiß wir alle.
Ein Kind, das darf ziemlich klein sein. Die kann auch mal gut gehen. Dann, wenn die was anderes getan haben, meist irgendwann, naja, dann werden sie sich ein bisschen verschlecken. Die haben vielleicht was genommen, was sie nicht haben sollten. Haben vielleicht wo ein bisschen was nicht gebracht, was sie wissen, was sie nicht sollen. Und dann werden sie sich verstärken. Die hat nicht auch Krieg am dort gewissen, was die auch von clean up on, was Gott auch durcheinander geplant hat. Bloß nu als uns als Eltern und Großeltern, unsere Aufgabe ist nu, dass wir dort gewissen, dort gesagt, was Gott auf die kleinen Kinder hat in Horten angeschrieben, dass wir dort wollen reich abbühen. Reich abbühen. Weil die dort sollen die Kinder beschützen. Dann brauchen wir nicht immer alles sein, dit und dort und dann. Das Gewissen, das wird ihnen anwiesen. In Wirklichkeit ist das ein großes Geschenk von Gott, was wir gekriegt haben, dass er uns ein Gewissen eingeplant hat. Wenn wir ein Denk sein, zum Beispiel im Geschäft, wie sein du ein Denk, was uns interessieren wird. Und wie würden wir einmal so denken, wenn ich mir dort würde in der Pfiff stoppen, das wird keiner nicht sein. Vielleicht die wenigsten von uns würden mit einer Salz geklärt aus dem Gesicht, aus das Geschäft rauskommen, als was wir würden sein angekommen. Uns Gewissen würden so verplären, dass im Reich unsere Aussicht, die würde sich verklären. Wo werden wir das Gewissen dort schaffen so, dort arbeiten so, das lässt uns nicht durch Frieden. Und das ist einfach der Schutz für uns. Aber das soll auch mehr sein. Es dort einfach, wir sollen das sehr scharf nehmen. In Hebräer 8, Vers 10, ja, ich habe mir einen Vers zu lesen. Diese Vers habe ich gelesen. Nu will ich hier so noch 1. Mose 3, Vers 7. 1. Mose 3. Hier ist das, wo Adam und Eva auch was getan haben. Wir sehen das sehr klar, dass Gott hat auch in ihrem Horten, in ihrem Sinn, hat er auch ein Gesetz geschrieben und das bei ihren Fuß anwiesen. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Die weiten, was über die Geschichte geht, sie können in die Frucht, es wird ein sehr reicher Garten sozusagen, wo sie können viel Frucht haben. Aber Gott hat bloß Regeln gesagt. Und die sollen sie nicht übertreten. Und durch Vers 7 sagt er, wenn sie dort aber übertreten haben, wenn sie haben sich loten gelasten. Weil die gelasten loten, wird, wenn ich es recht verstehen, wird immer gehen ans Gewissen gehen. Wenn wir uns gelasten loten und wir gehen dort nur, da wird immer gehen dort gehen, wird das Gewissen, wird das Gesetz Gottes in unserem Horten anwesend hat. Das wird niemals nicht in Harmonie gehen. Und hier wird es auch so sagen. Du wirst ein Baum, wird ein lastiger Baum. Wahrscheinlich ist es von der Dinge viel sein. Viele Dinge, die sind so lastig. Die sind so, antragend für uns Fleisch und so wieder. Und dann sagt er danach, wenn es die klug merken, sie leiten sich gelasten und dann merken sie eine Entscheidung gegen ihr Gewissen, gegen das Wort. Gegen das, was Gott gesagt hat. Einfach so ist das. In Vers 7. Da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Kurz, wenn sie gegen das Gewissen, gegen das Gesetz Gottes gehandelt haben, dann fallen sie nur, die macht irgendwas mit teu gedacht worden. Irgendwas mit nicht teu gedacht worden. Was sie bei nicht gedacht haben. Wir haben keine Gedanken gekommen, dass irgendwas viel tot zu dachen. Haben sie einmal gegen ihr Gewissen gehandelt, dann viele tot zu dachen. Weil das ist von der viele Dinge schaffen in unserem Leben. Viele Dinge schaffen auch so dort. Dann haben wir gegen uns Gewissen. Irgendwo, es ist unseren Handel. Uns Geld ist eine ganz wichtige Rolle in dieser Hinsicht haben, was das Geld von der Rolle spielen wird, wo wir mit einmal gegen uns Gewissen. Wir weten, dass alles nicht reich ist. Wir weten, dass das soll ich nicht tun. Das ist falsch, was ich tue. Aber ich tue das doch. Und dann, was tun wir dann? So still sein als menig
En ergens verzieken dat zo te doen, dat zal niemand maken. Keiner soll antworten. Dat is einfach dann, da wir ans Gewissen verhorden. Wir tun das verstampen. Das ist sehr zum Schaden für ans Gewissen, wenn wir das dienstweich tun. Wir wollen nicht alle Schriftstellen, ihr vier kriegen, Josef seine Brüder. Sie werden auch so eine Stei. Der älteste von den Brüdern, der wisst das all dann, wenn sie eine rechte Entscheidung merken, wo sie ihren Gangstenbruder verkaufen wollen, wenn du wird Neid. Du wird eine falsche Anstellung. Einmal hast du was Falsches in unserem Horten, und dort wird uns dann Anleitung geben, auch eine Entscheidung zu merken gegen uns Gewissen. Und so wird es auch hier bei diesen Brüdern. Sie hatten nur einen Bruder, was sie nicht gut gleichen. Sie hatten nicht eine Leute haben. Sie werden neidisch über dem. Und sie waren sich einig. Das älteste Bruder, der könnte nur noch ein bisschen verarbeiten, wenn sie den sind gewassen, was dann mit in Ordnung gewesen. Hat der noch ein bisschen verarbeitet für seinen Gangsterbruder. Einmal wollen sie den anbringen, und dann der wird verarbeitet und sagen, wer will den nicht anbringen, wer will den bloß in einen Bar nehmen. Er hat nämlich dann noch einen Plan, was er will tun, irgendwie, würde dann vielleicht doch zu einem Leben zurückkommen und so wieder. So geht die Geschichte. Jedenfalls, wenn sie dann nicht bei den Tag kommen, wo das offenbar wird, wo sie dann noch diesen Josef gehen und entfällt helfen. Und dann muss Josef sagen, der zuerst, Josef, die sieht, dass seine Brüder sind. Dann sagt er, gut, holt ich mal den jüngsten Bruder. Dann fängt er das Gewissen unterbrennen. Dann sagen sie, weißt du was? Der ist von da. Kicken sie drei. Dort, wo sie eine falsche Entscheidung gemacht haben. Dort, wo sie mal ihren Bruder recht behandelt. Die fallen sie so nicht, kämen eine Strophe ab. So dass die Gewissen fängt an zu plauen. Und so können wir Schriftstellen anführen. Wir wollen die lange nicht alle anführen, aber mir merkt dort, mir wird das graut, dass wir auf diese Hinsicht dann nicht gleichaltig sind. Ich denke, wenn die Gemeinde low worden wird, in Offenbarung finden wir, wo die Gemeinde ist low, die hatten ein oder andere wie Gott, und haben einmal auf einen gesagt, dass die werden bis low geworden. So, das nehme ich an, das ist durch, wo das Gewissen aufgestammt ist. Du ist diese Gefahr, dass man kann, mal einmal bloß einfach kalt worden. In Johannes 8, Vers 7, hier ist dort, wo da eine Frau sich versündigt hat. Der andere, was da nu alle wollen mal der Rache ausüben an diese Frau, wissen gar nicht, dass gewissen, dass Gott ihn auch gesagt hat, wahrscheinlich im Horten angeschrieben. Du Vers 7, du sagst, das steht in Johannes 8, Vers 7, als sie nun anhielten, ihn zu fragen, hier werden sie für Jesus, wo sie kommen, dachten, was soll nicht getan worden? Diese Früh hat gesündigt. Und sei wir nicht so gewarnt, dann mussten Steine top geholt und dann steinigen, weil das lebende Blüten wird. Dort wird die Tooling für was sie begonnen hat. Und wenn sie anhielten, am zu Frauen, reicht er sich ab und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Gut, plus die ganze Reihe. Vielleicht haben sie die Steine alle in der Hand gehabt, das weiß ich nicht, das sagt hier sie nicht aus der Hand oder nicht an, aber die wollen wahrscheinlich nicht sein Wied aufgewasst. Okay, wer von euch dann die Unen Sünden ist, der soll dann den ersten Stein abheben und schmieden. Und dann beugte sich wieder ab ihr und schreibt, da sie aber das hörten, gingen sie hinaus von ihrem Gewissen überführt, von ihr Gewissen überzeugt, einer nach dem anderen, die ganze Redeling, vom Gewissen überführt, von den Ältesten an bei den Gängsten, keiner Schmeidenstein. Ihr Gewissen leidt endlich frei. Ihr Gewissen leidt endlich doch das zu tun, wenn sie wissen, sie werden selbst schuldig. Sie wissen, sie haben selbst genug, wo sie nicht reich werden und so weiter. Von daher ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir sind auch so eine Menschen,
dass wir einmal wel ans in der Rache sein ankommen. Einfach, dass das wel bloß so dort ans ankommen, du wel in Rache sein ankommen. Weil dann sollen wir einmal erst einen Schutz zu Stall holen. Das Gewissen, was Gott mir angesagt hat. Das Gesetz, spricht das mir frei. Für das, was ich nu noch mal bloß denken da. Und dann wird wel viel, muss man sagen, das nicht. Das nicht. Ich bin arg. Ich bin arg, was ich gedacht habe. Und noch weit wieder arg, was ich gedacht habe zu tun. Wo ich vielleicht wollte Rache üben und so wieder. Aber viele Menschen, die ab das Gewissen nicht Acht geben, das geht von einer Zeit zu der anderen, das geht wieder, das geht wieder. Wenn man einmal dann ist das einfach so, wenn das Gewissen angeschlossen ist. Das ist immer unterdrückt worden. Das Gewissen hat angelegt, hat Denken gehalten, dann ist das unterdrückt worden. Niemand einmal ist das so, das ist einfach so, das ist angeschlossen. Man mag das nicht mehr, dass einfach viele Dinge erreicht wird. Der Psalmist, im Psalm 32, wollen die Vers nicht lesen, aber hier fällt auch so, dass die Hand Gottes, die wir Tag und Nacht schwor abarmen, das sagst du nicht, dass das ein Gewissen ist, aber ist das nicht das Selbstje? Wenigstens Gott lässt uns nicht zufrieden, wenn die wo arg wohnen tun. Er will haben, dass wir sollen. Er will durch das Gewissen, was er uns angeplant hat, will er uns tragen, nur an, dass wir wollen, Frieden kriegen in unserem Leben. In 1. Timotheus 4 sind auch ein paar Verse, wo ich will lesen, hier so, 1. Timotheus 4, Vers 1. Du redest von dem Geist. Vers 1 wieder. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten. Vom Glauben abtreten, dort kann doch meinen einfach gar nicht mehr Acht geben, ab das Gewissen, ab das Gesetz. Und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die so in Gleisnerei Lügen reden und Brandmal in ihrem Gewissen haben. Brandmal in ihrem Gewissen haben. Das ist, als wenn es verbrannt ist. Wir weten viele Dinge, auch bilektische Dinge, wenn du mal einmal irgendwo verbrannt ist, dann hat das nicht mehr der rechte Connection. Das schafft nicht, das arbeitet nicht reich. Das ist, was man ins Gewissen noch schafft. Wenn wir mal einmal ein Brandmal haben, hier redet von, wenn es Lügen. Einfach, das gibt Menschen, das sitzen, die bohren das nicht mehr, wenn sie liegen dann. Die können große eine andere Wahrheit oder andere reden, es nicht ernten wollen, dass das Gesicht vielleicht rot wird oder so wieder. Als wenn der das gleich mal bodern wird. Ich weiß eine Person, die das mal betan. Die hat einfach diesen Zweig betan. Ich habe Trübel, dass ich die Wahrheit reden darf. Seht sie die Wahrheit, oder seht sie, dass sie die Dinge anders sein, als was die wirklich werden. Wenn die Wahrheit reden, dass das ans Gewissen verstampen. Dass das etwas verstampen. Und was würde auch die Ursache sein, dass wir würden wollen, die Wahrheit reden? Vielmals ist das, wenn ich will gewinnt haben, oder ich will Dinge tothalten. Ich will Dinge tothalten. Die soll nicht zu sein sein. Und was niemals wem freispricht. Das Gewissen wird keinem freisprechen. Das mir nicht und das wird die nicht freisprechen, wenn du warst, für sich in Dingen totzudecken mit einer Anwahrheit, was die keinmal freisprechen. Kann bloß sein, dass das manchmal so stammt geworden sein, dass das gleich mal würde Andienung geben, dass das erreicht wird. In 1. Petrus Kapitel 2, ein paar Vers lesen. 1. Petrus Kapitel 2, 18. Denn sie reden stolze Worte, dahinter nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die recht entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln, und verheißen ihnen Freiheit, ob sie wohl selbst Knechte des Verderbens sind, denn von wem jemand überwunden ist, das Knecht ist er geworden. Okay, nu wollen wir ein Brief trägen.
Ik weer im 2. Petrusbrief, da was ein Brief trägen in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18. Ihr Knechte, seid untertan mit aller Furcht den Herren, nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott. Um des Gewissens willen zu Gott das Üble verträgt und leidet das Unrecht. Mooi wir dort, ans Gewissen ist nicht das Gewissensweich, was ich die verstärken kann, dort ist dann Teuge da. Das geht vor Gott, um des Gewissens willen zu Gott, das Üble verträgt und leidet das Unrecht. So am dit geht dort. Und wenn wir wollen denken an uns Gewissen, dann wollen wir klar haben, das geht für Gott, frei zu sein. Und wir können nicht mit frei werden, wenn wir für Menschen das tun. Wenn das Gewissen uns schwab in Ordnung ist, kann der Heilige Geist dich dort in uns Leben viel beschenken. Und wir können für viele Dinge beschützt bleiben, wenn wir das Gewissen in Ordnung haben. Und weil wir auch unsere Kinder und Großkinder, weil wir durch ein rechtes Gewissen anschaffen, weil wir nicht durch ein Gewissen anschaffen, was gar nicht biblisch ist, aber dort, was biblisch ist, weil wir dort anschaffen und dort, was er auch beschützen. Weißt du, wenn wir dort reich angeschwappt haben, wir sind ein Tag nicht mehr ram, aber dort Gewissen, das wird wir in Ernst wieder schaffen. Muss der Haus nicht was sagen. Nummer 469. Es lebe Gott allein in Zeit und Ewigkeit. Mein Heiland, das gebildet dir, dann ist die Herrlichkeit. Das falsche Leben, das ich merk, kann ich denn nicht gehört, weil's weder Gott und Gottes Weg den Geist nur quält und stört. Das Beste, was von mir geschieht, ist selbst gesucht und schein. Nur wenn mich Jesu Liebe zieht, kann mein Werk wohl gedeihen. Wenn ich die Eigenheit zerstört das meine Garn. Dein Leben der Gottseligkeit wird in mir offenbar. Dein liebster Jesu bin ich nun, dein Wirken nur ist rein. Sei du mein Wollen, du mein Tun, mein Leben ganz allein. So nehm ich dich im Glauben mein und lebe frei und froh. Du sollst fortan mein Alles sein, mein ewiges A und O. 499.
499. Der du auf Wasser einschwettest, sprach im prophetischen Wort, der du seit Ewigkeit lebtest, gingst niemals mehr von mir fort. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich, ausrufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Du kannst wie leuchtende Flammen ein zu den Jüngern des Herrn. Du hältst die Herzen zusammen, sendest uns aus in die Ferne. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich, ausrufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Du hast erfüllt die Verheißung, die Jesus uns einstens gab. Du schenkst mir Führung und Weisung, zeig dich und tröste dich an. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich, aufrufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Gab in der göttlichen Gnade, legtest du in mich hinein, damit ich Menschen einlade, ewig beim Vater zu sein. Gott, Heiliger Geist, du bist Leben, fülle mich, aufrufe ich. Du nur kannst Vollmacht mir geben, Herr, bitte wirke durch mich. Amen. Nummer 381. Voor het postentest fruit nog moet naar opstond 110. In frohen in Jesu und Prophetes laut, mir würde Erlösung zuteil. Einst sämtlichen Sünden mein Herz war verderbt, doch mir wird ein völliges Heil. Ich seh
erneut. Halleluja, wie herrlich der nun will ich sein, und rühme es laut, der ist mein. Erfüllt mit dem Geiste, gewaschen im Blut, der Heilige völlig und rein. Die Herrlichkeit Gottes erhält meinen Pfad, seit Jesus entsetzet zog ein. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich, denn nun will ich sein, und rühme es laut, der ist mein. Wird ich doch versucht durch Satan und Sünd, und bin ich auf müde und matt, so weiß ich, mein Heiland ist alle Zeit treu, der stets neue Kraft für mich hat. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich, denn nun will ich sein, und rühme es laut, der ist mein. So pilger ich weiter zum himmlischen Heim, sei es nun durch Freude oder Leid. Dem Heiland vertrauend lebe ich nur für ihn und singe sein Lob alle Zeit. Ich singe, weil mich befreit, weil Jesus mein Herz erneut. Halleluja, wie herrlich, der nun will ich sein, und rühme es laut, der ist mein. Darf ich Platz nehmen? Ich freue mich hier von dir, mit Ihnen top zu sein. Ihre meiner als verreist was, und dann war da gleich drei gekommen, drei waren es top. Onder de zand krijgt nu, dit werken een verreist, wordt een Seminole, wordt nog 6 uur. En wat Dinglingen wordt dus in Texas halten, wo die Überschwemmung ist. So, Menschen endlich wieder eine gute Zeit. Wir wollen hier so Bulletin einmal bekicken. Aufruf zur Andacht sage, das sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Psalm 144. Wenn du uns solche danken, bewahrt in guten Tagen vor Leichtsinn, in schweren Tagen vor Verzweiflung. Und da will der Arbeit wird danken dat. Hier sei wird Botschaft, Prediger Isaac Wohl, Oasis. So, willkommen hier so. Mit Familie Top sein hier so von der. Freuen uns dort mehlig wird. Da sind wir hier auch andere von Buenos Aires, von Westental, Lichtfeld, ich bin nicht mehr nach aller Wegen. Was hier sind, im Gottesdienst, so willkommen hier. In Friedensautos Prediger John Unger. In der Bekanntmerkung, erstens von der, gleich 1 Nummer, traf die Jugend sich hier bei der Kirche am Top, nur Kilometer 18 zu fahren.
du in der Rosendulce Chocolate Nanze dort, du als Prediger Alex Niefeld von Deutschland, hij is ook een directeur van een school daar in Deutschland, wat de Leaderschule laatste week aufgeholt, wo wir von unseren Lieder spielen, kommen teil. Und hij heeft dus wat Vorträge, wat Botschaften für Jugend. So unsere Jugend ist dort eingelut. So und dann nur dem, der Plan ist für Jugend, das Jugend, die treffen Jugend hier, alle top in der Wand vor je Deutsche Hand für die Vorträge. Und dann kommen die drei, hier so um die Mannschaftstag, von ungefähr bei Unkas wird das dann sein, und du sagst dann Unkas, und dann nur dem, du sagst top, okay, die Mannschaft, du sagst Unkas, und was immer du dann erst spielen, Volleyball spielen, Softball und was immer. So, du Nummer 2 sagst das all, von Glück Feier wieder, darf je kommen, Unkas wird dann saß, bei 7 oder so sein, halt verstehen, und sag ich alle eingelut, und wer nicht sich euer Gift hat, redet du so mit der euer Stalde, die Bib, Jake Lepje en Herrn Pana, stimmt das, ist das, ja. Und dat je dings kommen kann und bringt, das ist die Sache, da spielt mit Hundjes zum Spielen, Softballs, Bats und so weiter, und dass wir dann noch können, was anhaben, wenn wir da passen, das, die Gemeinschaft zu haben. Drittens, jeder Mann als eingelut in Taubstimmen treffen, ein Programm oder Uventracken wird wel naam. Dit is een wat van geweest uit uitgeleid wordt. Geweest af al viele Jahre met een te schaffen, sondern wat nicht reden und hören kann. Dat de beständig sich treffen, wat von unseren Geschwister hier, die merken die eten, wenn sie hier im Gymnasium sich treffen, dann um Sinn und einmal im Monat. Wir wollen vielleicht nicht viel von an, aber das ist beständig. Wir haben ein Programm. Onze Schwester Justina Ernst, die als du so ook met dit verwikkeld, als du so mank, sie kennt dat du so, und als het wird du hand vor. Besiegt dat du mal in ständig im Auditorium. Du so doen sie dat meistens, das dit ja auch so, zu 7:30 jeder Abend von der Arbeit, Freitag, du mal vorhin zu horchen, was sie da anhaben. So machen den Anladen dort. Viertens, in dieser Weg also die Schulung mit der Lehrerin Olga Eso, also was dann der Deelschule anbelangt. Kann helfen, der nicht im Gottesdienst sein, vielleicht als sie in die Hoffnung, aber haben sie als hier hingekommen. Fünftens, mehrwerklich auch so was als Bibelstunde. Dort haben wir erst noch wieder Gemeinde, der nächste Pot. Die Gemeinde Zug wird es nicht sein. Und dann ist von Bruder Larry Leuven, 107. Sechstens, Donnerstag auch so was als Kurübung. Siebtens, Freitag auch so was als Dynamit-Meeting, hier so lokal, Scheinfeld. Und ich glaube auch erst dann Jugendabend im Gymnasium. Neunens, glaube 7. morgens als eine Ansprache von Mana. So Mana kommt alle mit dieser Ansprache. Und 10. glaube auch so was dann als Mana Chor, wieder Euven. Und auch das wirken eng, was das kommt, ja, das wirken eng erst dann Gesanglehrer-Seminar, ein Treffen von den Gesanglehrer, all die verschiedenen Distrikten, was da sind. Und da wird hier in der Track sein, das Sinn und in Sonntag wird dort sein. So wie können Sonntag auch reden mit Gesanglehrer in anderen Distrikten. Und da wir auch diese Gastfreundschaft bewiesen. Und da wir auch kurz beten, für diese Gesanglehrer treffen. Ich habe dort noch was abgehoben. Und es scheint das wichtig zu sein, dass da was sein, was einen Unterschied merken für das Gesang in der Gemeinde. So ihre Zeit. Wir beten du für 2 Wochen wieder, als es auch was du so. Der Almosen, letzte Werk, werden 17.250 Peso und $420. Und wieder muss ich auch sagen, wenn viele verreist sind, wenn du all jemand mal Klarheit hat über Rüstzeit, dann malt vielleicht nur dem und deiner, die anderen sind von der auch nicht rum, da sind verreisen und alles, wenn du wer möchtest teilnehmen, noch an der Rüstzeit, noch als du so scheinst. Und dat we kunnen dat ordnen van wieder, sondern bis 2 Wochen haben. Ist da noch was er fehlt, zu bekannt zu geben? Gut, dann haben wir wieder das Wort von Prediger Isaac Paul, der Gottes Segen. Ja, Gott Morris. Het verantwoorden Segen hier zit ik met kind met leven. En mijn gebed is dat ik was, dat ik morgens dat de vrede Gottes wordt hier met ons zijn.
und dass wir in die Gemeinschaft von Gott hier können, mit uns haben, wir würden unsere Horten mit dem Wort Gottes gerecht haben, und wir würden können gesegnet worden, durch den Tod kommen, wir uns hier entschieden haben, von uns morgens, mit der Kirche vorne, dass ich würde, was ladet sein. Wir singen dort ganz laut, dass wir hier in der Botschaft singen, denn das singen wir, bin froh nun in Jesus. Und wenn einer hier dann die Gelegenheit hat, hier Buben zu sitzen, in die, vielleicht sind es viele Fremde, die gesagt haben, aber dann kann ich sagen, die sind in Schauf, die haben all so viele Jahre gelebt. Und fertig gehabt von aller zu werden. Und wie viel bin froh nun in Jesus? Wie geht ihn dort? Ich kann noch mal so ein paar Jahre mit Jesus gelebt und ich merke das auch so gut, dass Frau sein in Jesus wel mehrmals eine Gewohnheit worden. Ich kann auch vergessen, wo so das dreckend wird, wenn ich in Sinn wir. Ich kann auch vergessen, was ich dort voll, wenn er nicht hupning dir, wenn er nicht wisst, dass es wahrscheinlich alle artig wird, was einer deuten lebt. Und dann singen wir uns Leute, bin froh in Jesus, was von der Abmunterung, in Gottesdienst zu haben, wo wir waren froh in Jesus zu sein. Wir waren froh in Jesus zu sein. Ich dachte, wir wird von der Bemerkung von den Leuten ein paar wieder zu sein. Zum Thema habe ich gewählt, die Waffenrüstung Gottes. Ich nehme an, nicht was Fremdes, die Epheser saß, wir werden 10 Tags lesen, von Verstehen wieder, weil wir da einmal bekicken, die ganze Waffenrüstung, als für mich kürzlich war Meier abgelebt, aller Dacher geworden, wo wichtig das ist, dass wir diese Waffenrüstung haben. Und vor allem wir das lesen, ich wollte gedacht, von Epheser 16, aber 18 durchzulesen und dort einfach ein bisschen zu betrachten, was das zu uns sein, der uns einmal Mut zu merken, selbst zu kicken, wo wir kommen, wie wieder mit dort, für wo wichtig unerkannt dort, weil ich dort wirklich tun, oder ist dort bloß ein Part von der Bibel geschrieben, zu Jana damals. Und mir hat hier, vor allem wir das lesen, uns ein klein bisschen in diese ephesische Gemeinde, bis zu erinnern, was das von der Gemeinde wir, ein paar Dinge abzunehmen, was mir so rütheben wird von das ist eine Apostelgeschichte, Schrift dort, Apostelgeschichte 19, Vers 20, da sagt dort, wenn Paulus dort eine Zeit lang bei Ephesus warst, und dann sagte du diesen Ausdruck, sagte du, also mächtig wuchs das Herrn Wort und nahm Überhand. Dort hast du dann ein bisschen so eine Geschichte bloß, nicht? Eine schmack abgestellte Geschichte, dass es soll interessant sein. Aber das ist in der Bibel, so dann hast du mehr aus, bis das soll interessant sein. Dann ist das wirklich passiert, dass eine gottlose Stadt, wir wollen ein paar Mal wieder sagen, wo gottlos ist wir, aber in einer Stadt, wo Paulus als Missionar ankommen dort, wurde viel, diese Göttin Diana verehrt wird, wo so ein großer Tempel, 50 bis 100 Meter, Gebiet wird so prächtig, wo die Menschen so ivern deuten von auf Gott, dumme ein Sachen, das Wort Gottes, du kannst Missionar haben, nicht mit hohen Worten, die kannst bis haben, und predigt den gekreuzigten Jesus. In der Zeit, ich verstehe von ungefähr 3 Jahren, was der gewesen ist, Nummer 1 sagte du von dieser Gegend, also mächtig wuchs das Wort Gottes und nahm Überhand. Ja, uns ist das von bekannt, dass die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, nicht, dass das Schlechte immer mehr worden wird. Und ich wundere noch mal, wie viel von dort wie Christen verantwortlich für sind, für das Wort Gottes nicht mal so mächtig ist. Das ist noch einmal so mächtig, dass nicht mal so viel Wunder wirken wird, so viel Rüt wirken wird. Dass in der Stadt ist, wo so abgöttlich ist, und das sagt in der Bibel, das Wort Gottes was, so sagt er, Überhand nehmen dort. Du hast hier gerade auf der Seite steht, als wo das sein wird, dass sie die vorwitzige Kunst getrieben hatten, die hatten Bücher zum Kunst trieben, wir würden vielleicht hinein, ein Port von Wahrsein oder Haxarien oder allemal jedenfalls eine Kunst, wo die anderen nicht mehr dahinter kommen, sondern dann so eine Machloten mehr aus von Menschen. Sie haben sich Bücher gekauft, das zu tun. Und dann sagt er, wenn sie gespichiert haben, dann verbrennen sie die Bücher, das sind 50.000 Groschen Silberlinge. Wie Fingerburg in der Bibel, dass ein Groschen ein Tagelohn wird. So, wenn das dann in Mexiko, wo die war, sind 50.000 Salario Minimus, wo wir kann sein, dann wurde hier sitzen beginnt ungefähr 5 Millionen Peso gegeben haben, was sie verwirrt vom Beker verbrannt haben. Und bei uns ist das Salario Minimum mit Gehalt nicht, würde dann 7,9 Millionen geben. Wenn wir das in der Stadt kommen, dann Minimum Wage, dann würde es nach dem Schaufmann Geld gegeben haben.
wo wir in dieser Stadt ein Movement passiert, dass die Menschen mit uns das schlechte Ried deuten und das wird Gottes Namen überhand. In derselben Stadt, wo das überhand nehmen deut, dass wir so groß kriegen, dass das Schmied, was diese Bilder merken, das für die Gattin Diana, der fährt mal ins an sein Business ging rauf, wegen Wort, wegen ein großer Part von der Stadt hat sich behielt. Der deut nicht mehr auf Gatarien. Diese aufgatische Stadt hat sich behielt, der deut nicht mehr. Und dann sind sie so sehr entweder über provende Menschen abregen zu merken, wegen dort, und seien dann noch mehr Dinge erreicht, diese Missionare musste sein. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 19, sagt er, ungefähr 2 Stunden ein, schrien die Menschen durch auf dem Platz, groß ist die Diana der Epheser. 2 Stunden in ein. So ich habe sein, diese Menschen wären bei der Sache. So wie wird gerautet, was passieren dort. Wird Gott es ihnen sieht, auch an den Sohn ihnen sieht. Du wirst beides große Begeisterungen. Große Begeisterungen. Und wenn wir das sagen, dann, ich denke, besonders das abzunehmen, wird diese Götzendiener, und der wird das Gewinn von der Götzendienst merken deuten, und wir sind aber auch so ernst für die Göttin, wir sind wir uns die Menschen abrühren merken deuten, und sie 2 Stunden einschrien, dann wir die Göttin ist. Und wenn wir dann, hier ist das so, in Epheser saß kommen, wo Paulus diese Gemeinde, wo so groß geworden, so mächtig, so überhand genommen hat, wo die alle Schlechte haben Futt getan und verbrannt von so viel Geld wird, wo sie haben, so viele Menschen, die top gekommen werden. Und dann mit eins in Epheser saß, verstehen sei, der zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dann denke ich, wenn ich probiere zu denken, was sie damit gegangen haben, was für Bilder sind diese Gemeinde alle durchgegangen? Was haben sie alles belebt in diese vielleicht, wie viele Jahre sind sie gläubig, was uns das Bräuf umkommen dort? Bin Frauen in Jesus. Sie haben so viel belebt. Sie haben so ein Iva. Sie haben so ab ihrem das Schlechte von ihnen und wenn es so viel Geld wird, was sie ihr schon alles anjagen, dann sie alle das sieht. Sie werden so durch. Und dann haben sie aber mit belebt, wo die Schlechte sieht, so tauben deut, wenn sie sich für Gott entscheiden deuten. Und dann sagt Paulus hier zu Ende, sieht stark in der Macht seiner Stärke, in Jesus seine Stärke, du wir die Schlechte sieht, wo du tauben deut. Wer wollen hier einmal überlesen, wer wir proben, am besten alle zu betrachten. Wir haben hier verschiedene Bibelübersetzungen, und wir sind noch mal schauen, denn was hier verschieden sein tun. Vers auf sagt es, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Den 19. Fall von Luther sagt, bis den Harnisch Gottes. Und dabei, was mir so gleich heute hier nicht ist, zieht an die ganze Waffenrüstung. Das kommt 2-mal vor. Und du werden wir uns nur ein klein bisschen Dollar konzentrieren, die ganze. Weil lese immer einfach den Text frisch über von verstehen, was 18 mit Epheser saß. Weil wir da proben mehr zu denken, zu wem schrift Paulus hat. Diese Gemeinde, wo so groß und überwältigt geworden wir, und wo du aber so sehr die Schlacht, die so sehr getaubt hat, wegen dieser Macht von Gott bewiesen wird. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listige Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern in den Himmeln. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten könnt. So stehet nun, umgürtet in euren Ländern mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschult mit Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Über alles aber ergreift den Schild des Glaubens, damit mit welchem ihr auslöschen könnt alle vorige Fallen des Bösen, und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wachet eben dazu mit allen Anhalten und Flehen für allen Heiligen. Was so wie? Ja, Paulus sagt auch, und für mich, dass kommt mit allen Heiligen zu wachen. So, wir haben hier einmal ganz klar ein klein bisschen ans Gedanken gemerkt, ab was von es steht, diese Epheser wären. Und was da alles auch passiert wäre. Und was das Bemerkungswerte, was da passiert wäre, dass wir ganz abgöttische Menschen,
die deuten all diese Ananas einzig allein, durch dass sie die Botschaft von Jesus Christus hier nicht heute gestorben wir abgestoßen und der Sinn des dort betont hat. Durch dort hier, bloß durch das Hirn von diesem Missionar. Die Menschen werden nicht christlich abgetragen, die Menschen haben nicht verformt, was die christlich werden. Die werden abgöttisch. Aber durch die Botschaft hier von das Wort Gottes passiert diese ganze Ananas. Der ganze Ananas. Der Ananas wird so weit wie Fingern offenbart nach Frisch der Epheser beschrieben. Ich denke, da wird ein Beweis, da wird eine Standhaftigkeit. Die Gemeinde wird da, es war der total, aber die Gemeinde wird da. Diese Verändernis wie gekommen durch, dass die Menschen haben das Wort Gottes, die Botschaft vom Kreuz wiedergebracht. Und durch dort wie all das passiert. Und dann schrift Paulus hier zu Ende, sie sagen, stolz in dem Herrn, und dann sieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Und dann sagt er hier, wo wir die sagen haben, damit ihr bestehen könnt gegen die listige Anläufe des Teufels. Er sagt hier einmal, diese ganze Waffenrüstung, die Epheser, die wird diese anderen belebt haben, die Christen, die wird bekehrt sein, sagt er, die brücken diese Waffenrüstung. Woran brückt wieder? Woran brückt wieder? Damit ihr bestehen könnt, damit ihr was beständig sein, damit ihr wiederkommen. Damit ihr nicht bloß was in Gefühl gewahrt sein, nicht bloß was seine ganze Abregung gewahrt, ist nicht so popular, so und so zu glauben, so und so zu sein und anzutragen und so nicht korrekt zu werden. Dort wir nicht bloß an was hier gehen, das ging hier an, dass die wollen Standhaftigkeit bewiesen können. Die ganze Waffenrüstung unterhand. Und dann Vers 12 sagt er einmal ein bisschen, wo gefährlich das Leben ist. Und hier werden wir ein klein bisschen länger stillhalten und diese Gefährlichkeit einmal sein zu können. Das sagt er dann, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Sagt er, das ist ja nicht unbedingt bis die Menschen, das Sichtbare, wo du gehen sind. Dann sagt er hier, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschaften der Welt, den Herrschern der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Er sagte, du hast eine unsichtbare Macht, der ist gegen. Immer wie verstehen kann. Diese unsichtbare Macht, ob zwar der nicht sichtbar ist, ist der doch so wirklich, und der ist Krieg gegen in jeder einer, wo du von dort hier das Evangelium hast, sein Leben geschehen, in Jesus nur gehen wird. Gegen die ist er dann. Wenn es nicht bloß Menschen wären, dann kannst du das sein. Wenn es nicht bloß Regierungen wären, dann kannst du das sein, dann kannst du die vielleicht weichbringen, dann kannst du die irgendwo verstärken. Das wo haben moven. Wenn es sichtbar wird. Aber das ist eine ganze unsichtbare, in der unsichtbaren Welt, weil wir vielleicht so hoch verjeten oder so hoch unwichtig achten, was wir können ja gleich sein. Aber das ist eine unsichtbare Welt und der Beschrifte hier, und er sagte hier, ist das so mit Herrschern. So der Herrschen über Wort. In der Finsternis dieser Welt herrschen. Und dann sagt er noch, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Diese Gewalt, diese Herrschaft, der hat sich zum Ziel gesagt, die in mir, wenn wir uns Handlungen von Jesus verändern, zugrunde zu bringen. Das ist, was das ganze Ziel ist. Und ich weiß nicht, wie viel sie euch Erfahrungen lernen, aber wenn sie euch Erfahrungen lernen, die haben noch tausende Jahre gehabt, zum Erfahrung sammeln. Diese Herrschaft, zum nie in die sein Duld zu kriegen. Zum das sein, der Ändernis, was passiert ist, dass hier dass Jesus gestorben ist, was dort bei mir in die Verändernis wird, dort versucht, Duld zu bringen, dort versuchen, weich zu bringen, zu bringen, in groß die finstere Herrschaft zu merken. Dort bekannte Gleichnis von Petrus und Jesus, wings die Jünger mit dem Schab über den Butter fahren down und dann Jesus kommen dort und wo sie dann erst sich so ängsten und sie glauben, dass sie gespannt wird einmal. Über dem sagt Jesus, fürchtet euch nicht, ich bin's, jetzt wieder am Butter. Und dann sagt Petrus, diese übernehmende wird, Herr, wenn du dort bist, dann lob mir die kommen. Und dann geht ja am Butter. Und dann eins hastig, dann singt er. Und ich habe verstanden, die Geschichte hier du ab, mit einer Beschreibung, oder ja, Jesus nimmt ja an wie der Hund. Aber wenn Jesus macht nicht sein ganz dicht am Schab gewesen ist, dann würden sie am Hang können erkennen, nicht? Der macht vielleicht sein, wofür man da aufgewasst, 50, wenn es bis man ein Bild merken.
nicht so klar, zu sagen, was ist hier dies, da war wahrscheinlich nicht so, aber nicht sagbar, so klar war es. Und Petrus, als ich bei Jesus, hat Jesus reken man bei der Hand oder haben, ich sage, ich sinken das. Wo haft dort von du 3 Botten Boot gegangen? Haben die mir Gedanken über gemerkt? Wo haben sie 3 im Boot? Lotet dann die sind 50 Meter gewas, oder bis 10 Meter. Aber er hat ihn einmal muss rüberheben. Wo gingen sie von du 3 Botten Boot? Mir habt dort mal Gedanken gemerkt, wo haben sie 3? Und aber, ich glaube nicht, dass Jesus was Petrus gedacht hat. Ich glaube nicht. Ich stelle mir so vor, mir so deutlich, Jesus hat ihm abgegeben, dass ich nicht Post bis ab. Kick nicht mich, kick nicht nach der großen Wagen. Und dann yes hier. Und wenn ich diese finstere Mächte hier uns einmal probe, für ihn zu stellen, diese Herrscher, die in der Welt sind, dann will ich nicht haben, dass wir wollen eine Deutschkirche Angst haben und Untergang. Das ist nicht das Ziel. Aber ich will auch nicht haben, dass wir sagen, glauben, dass Gott der Verhaltensgleich in gleichzeitig rumgehen und uns zu tun, dass du erst keiner gegen uns. Ich will uns bloß einmal merken und denken, das ist eine Wirklichkeit, wir wollen uns ein paar Vers lesen von verwirklichte Sein, wir wollen einmal dort morgen, und dann werden wir dort, dass wir uns wollen wappnen gegen dich. Dass wir wollen uns die Waffenrüstung antragen, dass wir können bestehen. Und dann aber ans Ziel, ans Blick, als nicht ab der finstere Mächte, dass wir uns Angst machen, ans Ziel, ans Blick, als ans Herrn Jesus. Die, was du all gewonnen hast, der wird all weit, was er geschaffen hat, allein den als ans Ziel. Und der wird ans wird, wann wir wollen sinken, ans bei der Hand nehmen, und dann ans wieder frisch merken, ab der Butter gehen, nicht ans Drehen. Wir werden sagen, ne gut, auch bis, und kick nicht mich, kick nicht nach der Wahl. Aber wir wollen einmal kicken, diese finstere Mächte, wenn wir das wollen, zum Beispiel brücken, wo Petrus du Angst hat durch die Wahl, wir einmal diese hier bis bekicken, wo wirklich hätte sein, dass wir uns wollen wappnen, nicht am Angst zu haben. Bringt nicht am Angst zu haben, aber das einmal zu weiten, das ist eine Gefahr. Das ist nicht bloß gerade so, dass Jesus sagt, oh, trag die mal Schmack, das sind so dort an, ebenso die bis einmal ab dem Gesmerten Weich gehen, wo eigentlich alles Finte gemoved hat. No, er sagt, trag nicht diese Waffenrüstung an, wegen du, wo die gehen, des in Mats in das Leben, das ist gefährlich. Wenn wir den Feind nicht erkennen, dann sind wir so leicht geneigt zu sein, na ja, aber woran das Schild, das hier sind schwadet? Woran dem Panzer, das ist ein T-Shirt auch für Makel, ja? Woran so ja gewappnet und die Schuhe so angetragen, dass sie doch heute in das Maklich Bofte gehen. Aber wenn wir wollten, wo wir gehen, dann da wir so viel leichter und so viel Wahl, ja, ans Wappnen dafür. In Daniel 10, Vers 30, wir werden es das Vers mal lesen. Du hast eine Geschichte beschrieben von Daniel seine Gebetserhörung. Und da sagt das Boot, was Daniel die Erhörung bringt, der sagt, woran das lang gedient hat. Das vielleicht habe ich nicht einmal, wenn wir nicht für den Umverkehren von Gott daran zu sagen, dass woran man so lange gedient hat, oder wir nicht für den können wollten. Aber Daniel hat hier das fertig. Jetzt sagt es das in Daniel 10, Vers 13, ich will Vers 12 lesen, da wird ein bisschen taub gehen. Und das, wo Daniel gebet hat, und er kriegt nicht eine Antwort. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von den ersten Tagen an, da du von Herzen begehrst zu verstehen und dich kassiertest für deinen Gott, sind deine Worte erhört. So, das ist ein großer Trost. Nicht 21 der auch Daniel keine Antwort gekriegt, aber der Engel sagt hier, der erste Tag, wo du beten sollst, wo du wirklich so meinen sollst, da wird er auch erhört. Sagt er, Vers 12, jo, du lässt ja gut. Sind deine Worte erhört und ich bin gekommen, um deinen Willen. So habe ich gekommen, um der Antwort zu bringen. Und dann Vers 13, in diesem Vers will ich uns hier einmal sagen, was wir wollen bekicken, wo uns in der Waffenrüstung sei, was von der finsteren Mächte sind. Aber der Fürst des Königreichs im Perserland hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, der vornehmste Fürsten einer, kam mir zur Hilfe. Da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. So du wirst eine unsichtbare Krieg, was du umgehen deut. Gott checkt den Bote, eine Sienknecht Daniel eine Antwort zu bringen. In das Perserland, die abgöttische Welt, durch die finstere Mächte, die hielten den ab und die hielten den so sehr ab, die konnten nicht vorbeikommen, wenn ich der, aber das noch mal ein anderer Engel am Haupen, und dann können wir vorbei, dann werden wir wieder lesen, dann sagt er, du, wenn ich schwor, ich habe dir die Botschaft bringen, dann weil ich war da träge und du hast noch einmal
Trübbel du hingewees. Der Geist der Welt, der wird de Prof uns zu verstehen, der unsichtbare Herrscher wird in der Luft sein, so tun in seine Nufalljahr. Hier ob 2, Vers 2, du fragst Gott einfach mal einmal diesen Verführer, diesen Teufel, wo er was ist. Und wenn wir mal horchen, was von der Antwort er geben wird. Ich habe Luther diesen Vers mehrmals zitiert, über gedacht, und mir gab es einfach einmal, mir regt das ein bisschen ab, wenn ich so krank sein, wenn ich das hier lesen, da, was so tun von Bereich geben wird, wo er was ist. Hier ob 2, Vers 2, du fragst Gott, da sprach der Herr zu den Satan, wo kommst du her? So fragt er, wo bist du was? Dann hör ich mal, was er antworten wird. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land umher durchzogen. Haben wir ihm gesehen? Aber er hat das Land umher durchzogen. So, wann er das Land umher durchzogen hat, als er uns hier so wie Scheinfeld auch gewesen, über diese Umgebung? Als er hier rumgegangen und hat sich mal mit bekickt, wo das stehen wird? Als er hier vorbeigefahren hat, gesehen, wo sind leichte Beute? Wo kann ich mir, das hat in 1. Petrus 4, Vers 8 sein, der Teufel geht umher und will der Löwe und sucht, welchem er verschlinge. Als er mal mit dir durch den Darb gefahren hat, gekickt, wo kann ich mir hostig einkripsen? Das, was der Teufel getan hat. Das, was der tät. Das, was der morgen wahrscheinlich auch was tun, wenn Gott der Welt noch länger was tun wird. Der geht umher und sucht, welchem er verschlinge. Der kickt sich bis ein bisschen rum. Und die war ich ans mal eine Frau. Der kann je dann auch durch den Bein kicken, wenn wir die Fenster in Tau haben, der Borat die nicht, wenn hier vorbeikommen, die fährt nicht bis auf dem Heavy und sieht das sichtbar, die sieht auch das Unsichtbare. Und wie wollten denn sein Ziel, was denn sein Ziel ist? Das ist, den zu verschlingen und umzubringen, ja? Der kann bloß zu wirken und umzubringen, sagt Jesus. Das heißt, sie kommen, um das ewige Leben zu bringen. Wann die so tun, das wird seine Arbeit erst. Die Bibel sagt, das wird seine Arbeit erst. Das soll er tun haben. Die finste Herrschaft, wie sie gegen kämpfen. Wann haben die so mal durch sie sehen, wer war sein Sinn ums Oves? Das hat gekommen. Haben immer gekickt, wo das wird stehen zu schnell. Er erst das Land durchzogen. Wem wird er verschlingen am ersten? Er hat ja Experienz. Und er will uns sein Amt bringen. Wem wird er verschlingen? Der wird den Helm abhaben, den Panzer, das Schwert, den Schild, die Schuhe haben, das Schiff, das Panzer Gottes, die Waffenrüstung Gottes, so der dann noch einen Stempel haben, von wem das kommt. Der sieht dort, das dort, der fährt vorbei, und der sieht dort, du steht einer, der ist ganz gewappnet, und dann tarnt er den, und dann sagt er, dieser hat voll Experienz mit einem Schwert. Weg das Ziel. No. Fut hier. Wort, weil ich hier so mal Fut dran. Wegen des hier oder diese Waffenrüstung steht, der Panzer Gottes, den Prof, der mal zu verschlingen da, und so wie sagt Jesus an der Wüste geführt wird, wo die 40 Tage gefastet hat, dass wie irgendein Mensch, nun muss ich weiter anfangen. Und ich kann sein, der selber Fabrikant, der von Jahren, der hat das auch an, und die Experienz ja wies mir, hier ist nicht unterfangen. Aber dann geht er noch wieder, und wahrscheinlich fängt er an, der hat keine Show an. Den lag da ein paar Speicherschatten bei. Aber wie war der kommen? Fängt er vielleicht ein, hat kein Schwert. Was fängt danach? Der geht umher, das Land umher durchzogen und sucht, welchem er verschlänge, sagt Petrus. Fängt er meins nach ein, der hat nicht mal einen Panzer an, der ist nicht mal an den Ländern gegürtet, reut ihm überhaupt was tun, der ist nicht so gemütlich. Wo fängt er an? Wir können uns nicht verstärken fahren. Wir können geborgen sein in Jesus, aber wir können uns nicht verstärken, uns nicht sein wird. Was hat er angefangen, wenn er gestern erst beginnt war? Vielleicht kann ich ans Papas fragen, was er wie gewagt, dass er nach Klinik hängen ist wo. Was er wie
das Schild geholt und sag, wie wieder der Reude war's. Und dann sagt er, du kannst nicht anfangen bei das Haus, wegen du steht der Hausherr Reut. Der hat alles, was er braucht, und der hat Erfahrenheit. Der kennt sich nicht mit seinem Schwert. Und das ist mir viel zu gefährlich, hier hinzukommen, hier mal ich Futter dran, und dann lachen sie über mich, und sind schon, dass ich hier versagt, die hat bloß vorbei. Was ist das bei uns? Vers 13 sagt es das, deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes. Deshalb. Deswegen, kijk, das ist eine Ursache wegen, dass Gott uns das geben wird. Gott hat uns nicht das Schild gegeben, den Panzer und die Schuhe und den Helm und das Schwert, bloß dass wir sollen entertained werden, dass wir sollen das Schwur haben, weil das ist Schwur, das alles zu drehen. Das ist anders als bislang gekleidet heran. Gott sagt nicht, ich will, dass die so ein bisschen schwere Fußstoppen merken, das soll ein Exercise sein. No, er sagt, guck mal, deswegen, guck, die kostet gleich alles sein, sagt Gott. Was du alles isst. Was sagt der Gott, ich weiß, was du isst. Und ich will haben, du sollst abgepasst sein. Du sollst beschützt sein. Deswegen. Ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, wozu auf das ihr an den bösen Tagen Widerstand tun und alles voll ausrichten und das Feld behalten könnt. Den Sieg davon tragen. Weil Jesus hat sehr viel für uns getan. Für die Erlösung, für das Rettungswerk, alles. Wir können das nicht uns verdeuen. Wir können das nicht, was du zu bieten, damit Jesus der Bilder gekommen ist, hat den vollen Preis getut, das können wir bloß annehmen. Aber mir scheint noch mal so, wir sind dann so ein bisschen verwandt durch die Doi, und dann sagen wir, okay, wenn Jesus das alle betont hat, dass er konjurat worden, dann sagt er mir hier mein Sofa dul, und dann ist das nicht vor dich. Aber Jesus sagt, nu hast du noch die kämpfen, dass der Teufel die nicht was verschlingen. Wenn wir uns hier noch ein klein bisschen diese Betrachtung merken von der ganzen Waffenrüstung Gottes. Ich kann dir nicht alle so lang nennen, aber ich will uns einmal das Dollste im Herzen leihen, dass du die ganze Waffenrüstung geschrieben hast. Erstens einmal, wo wegen? Wegen, dass gefährlich ist, wo wir sind. Du wegen. Und dann die ganze Waffenrüstung. Das ist hier so aus dem Bild genommen von den irischen Soldaten, die gekriegt haben. Und wir können das vielleicht gleich so viel, aber am besten, glaube ich, können wir das alle. Wenn wir uns das Bild einmal ein klein bisschen bekicken. Wenn diese Waffenrüstung, die hier sehen, das ist die irische Krieg, die gehen ein und ein, meistens. Würden sie ganz bei Taub kommen, wo sie kriegen würden. Früher wird das von weit aufgenommen mit großen Waffen, die weit fliegen. Aber dann sind sie so viel, sie rennen mit Pfeilen, aber sie rennen so viel ein und ein. Eine erste Lane mit einer ersten Lane, und dann wird gekriegt. Naja, dann können wir uns feststellen, dass das nicht bis eine Lane war. Das ist vielleicht 15 Lane war, und bis die erste 2 oder 3 haben gekämpft, und die andere haben nicht mal dabei gekommen, die haben die bis lernen. So, wenn wir dahin kommen, Stunden würden lernen, dann würden wir fern im Kampf sein. Aber weißt du, haben wir mal Fall werden. Dass wir einfach kriegen, dass wir einfach tot, die bleiben nicht alle lebendig. Haben wir mal Fall werden. Nicht da wir uns fern, wenn wir gefallen ist, naja, da haben wir das hier verhindern können, auch könnte sein. Wir haben auch können sein, wo wegen der gefallen ist. Wenn du fern in der Land gefallen ist, mit einem Schild, mit einem Schwert, mit einem Panzer und mit einem Helm. Und ich hänge den Stuhl, perhaps vielleicht bis mit einem Schwert. Oder perhaps vielleicht bis mit einem Helm. Was stellt das vor, dass ich gut in dem Feind kämpfen? Ich war dran. So, wir müssen die ganze Waffenrüstung zu haben. Die ganze Waffenrüstung, um gegen diesen Kampf zu gehen. Die gehört an den Ländern mit Wahrheit. Erste Part, was du sagen wird. Dass wir wollen ungetrocken sein, dass wir wollen so bekleidet sein, dass wir moven können und dass du Wort Wahrheit sein. Dass du nicht Wort Unwahrheit sein. Wenn wir mit Lügen oder mit gebiegter Wahrheit, das ist nochmal genau Wort angehen, dann merken wir uns selbst zum Überwinder. Dann verstrickt wir uns, wir sind nicht gegürtet, wir verstricken uns und wir können nicht mehr wiederkommen, wie vorhin haben, wegen unserer eigenen Probleme, wegen nicht mit der Wahrheit umgegangen haben. Wenn wir eine Chance haben gehabt, um der Unwahrheit zu sein und davon zu kommen, dann haben wir uns selbst einen Strick gelegt, weil wir nicht haben mit der Wahrheit umgegangen. Und dann der Panzer der Gerechtigkeit, vielleicht hat das so mit Wahrheit zu, aber einfach gerecht zu sein. Der beschützt ein großes Port, der Panzer, das ist der Brustblut, der Fern, du wo das hart hängen ist. Wenn der Panzer nicht durch ist, dann hast du ein gleicher Access für den Feind in den Hort genommen.
Und der Hort ist, wo das Leben von rüberkommen wird. Und dort dadurch ist dann was ganz durch. Wenn die Horn aufgehakt wird, Fout aufgehakt wird, kostet nach wieder. Aber wenn das Hort gepürkt ist, dann kostet nicht. Mit Gerechtigkeit. Erst dort, wo ich do, wo ich denke, wo ich handle, erst dort gerecht. Wir haben hier eine Einleitung, also Schein von uns gewassen. Dort ist ein ferner Visa von, wo ich gerecht ich sein. Oder da hole ich mich bloß für was die anderen sein, oder da ich mich selbst prüfen, erst dort gerecht. Erst dort, so wie das mein Denken Anfang nehmen kann, reich oder arreich, dann hat das Reich gewählt. Das ist der Panzer, das ist unser eigener Schutz, wie Jesus dort sich anhaben. An den Schuhen gestiefelt oder beschut. Dass wir wollen reut sein, das Evangeliums des Friedens wiederzubringen. Die Bereitschaft des Evangeliums. Weißt du, diese Schuhe für diesen Soldat, die tun eine zweifache Arbeit, also das Evangelium. Und ich habe für mich das hier $1 betrachtet, nicht so viel über gedacht, was von zweifacher Wirkung zurückkommen soll, wenn wir das Evangelium widerregen tun. Und wenn das hier sein, das erst für die Waffenrüstung, dann ist das für oben, nicht bis wir die Predigen tun. Da brauchst du nicht gewählt geworden sein, um die Waffenrüstung zu haben, weil die best von Gott gewählt, die Waffenrüstung zu haben. Aber die brauchst nicht gewählt zu sein, um die Waffenrüstung zu haben. Weil auf Gott die berufen zu tun. Die Bereitschaft des Evangeliums, dass der die halten, das ist für die eine Waffe, um gegen den Bösen zu stehen, und dass der Teufel das kriegen, der den Helm das Hals hier, nicht, dass der gerät kann worden, wann wir die Bereitschaft des Evangeliums haben. Das ist zweifache Arbeit, wo das ist. Das ist bemerkenswert. Und dann zu dem Schild des Glaubens. Und das Schild des Glaubens, der hat eine Beschreibung, was die mit dort tun kannst. Das sagt du, damit du auslöschen kannst die vorige Pfeile. Die vorige Pfeile. So, das geht du von ut, dass ans Leben aus dem Christ, du kommst vorige Pfeile. Dass du kommst, dann hielt sich so erst nicht so viel Problem, als dass wir das Schild reich brücken dann oder nicht. Du würdest ein Führer sein Kind nach Jesus bringen, der wird besäten wir, wo du Dinge nicht halten können halten. Und dann sagt Jesus zu ihm, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich, denen der da glaubt. Sagt er, du hast so eine Kraft, und die kannst glauben, die Dinge sind möglich. Das Schild des Glaubens. Ich will hier ein kleines Gebot für das Schild des Glaubens sein. Wahrscheinlich wird es so sein, was an sich was ultimatlich sein zu hören. Wenn jemand so gut ist aus mir, dann konzentriert mich so fern auf die Pfeile, die du geschossen wurden. Und die trafen. Der steht nicht bis erst von mitten, die trafen. Und dann, wenn ich getroffen habe, der dort will, dann sage ich verlass. Und wenn ich verlass bin, dann konzentriere ich mich auf die Pfeile, die du geschossen hast. Und ich sage, das stimmt auch, wenn die Pfeile nicht geschossen wird, werde ich nicht verlass. Das stimmt. Aber weißt du, was Jesus zu diesem ganzen Bild sein wird? Wenn die hat so ein Schild gehabt, hat die nicht getroffen. Und das ist, was ich ganz gut legen, einmal aufmerksam zu merken. Wann wir verletzt werden, und das ist nicht eine Frage, wann wir dann wieder, das passiert. Wenn die Pfeile fliegen, aber wo reagiert wir dann? Weil das ist so ein gewaltiger Unterschied, wenn ich verletzt worden bin, als ich nicht beschuldigt die Pfeile, die Pfeile geschossen habe, oder dass überhaupt Pfeile geben, und das kann ich so viel immer sein. Und das ist auch recht, dass die Pfeile kommen dann, aber die Pfeile kommen dann, und wenn ich über andere was kicken, dann sage ich, na ja, hat ich den Schild des Glaubens gehabt, geholt, gebraucht, hat mir die Pfeile nicht gebraucht, die wird ausgelöscht. Und dann brauche ich nicht mal ranwiesen, was passiert ist wegen der Verletzungen. Dann muss ich nicht mich kicken und sagen, naja, ich will mal $1 im Glauben gehen, dass die Pfeile mich nicht treffen. Und dann brauche ich mich nicht mal um die andere kümmern, dann kümmere ich mich an mich und dann bleibe ich beschützt. Das ist ein Unterschied, wo wir damit gehen, wann wir verletzt worden sind. Die Bibel lehrt uns, den Schild des Glaubens zu bringen, um die vorige Pfeile auszulöschen. Das sage ich nicht, ob diese steht, dass wir sagen dürfen, wo die Pfeile kommen, der drin sein, soll nicht mal Pfeile entscheiden. Man sagt, die Pfeile kommen so fern und kriegt von dieser bösen Herrscher, der den Luft herrscht, und wahrscheinlich bleibt noch mal was Sachbares zu tun. Aber die kommen gedreven von Ernt. Und ich soll mir hier das Dollste am Kämmern, um das Schild zu bringen, um die auszulöschen. Das ist meine Arbeit. Und wenn ich dort nicht getan habe, getroffen bin, dann ist das, was ich habe, das Schild des Glaubens nicht so genug gebraucht, oder nicht reich gebraucht.
auslassen und das sagt durch das welche Wort alle. Die Bibel ist so kraftvoll geschrieben. Vers 16 ist so dann über alles, aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchen ihr auslöschen könnt, alle vorige Fallen des Bösen. Alle. Nicht ausgeschlossen. Wir können noch ein Wann bieten, noch ein Ober, aber das Wort Gottes sagt, mit dem Schild des Glaubens ja wie alle vorige Fallen auslöschen. So war das auch für euch in so Home. Der nächste kommt abgenannt, den Helm des Heils. Omdat wir in diesen Krieg gegen diese böse Macht gehen können, omdat wir nicht ein leichter Target waren, nicht ein leichter Ziel waren, von dem Feind wahrgenommen zu werden, um uns zu verzehren, zu verschlingen. Und der Ramgun, der in das Leben brauchen, dann braucht wir den Helm des Heils unterhand. Und das Helm, der ist zu Fuß auf uns buben. Der ist eine Sicherheit beim, dort wo und woran ich gerade bin. Und wenn das eine Sicherheit soll sein, dann ist das nicht menschlich. Weil alles, was menschlich ist, ist auch ein Fleisch oder ein Fehlermann. Wenn das sicher ist, dann geht das einzig am Gott. Wenn das sicher ist. Und das ist, was meine Erfahrung hat. Das geht am Jesus, dort ist die Erfahrung. Und das ist mein Helm. Und der hat keinen Fehler. Und das ist ein Heilbein, weil es heuhaftet tun. Das ist diese Sicherheit, wo das mir geben wird, und mir jetzt nicht zu verlassen, um diese Helm des Heils fest aufgedrückt, ohne Zweifel, dass der Kampf von Jesus heuhaftet tun, dass er kann gerät sein. Das letzte, das sagst du, wie kann es sein, das Schwert des Geistes, weil das ist das Wort Gottes. Mit Gebot hier haben wir vielleicht alles, das müsste für unseren Schutz gehabt. Den Panzer, die Schuhe, den Schild, den Helm, dass wir alles sind, gewappnet mit Wahrheit, dass wir alles sind, das ist für uns eine Beweglichkeit in unseren Schutz. Wenn wir das nicht alle haben, Fuß und Klo haben, weißt du, was du danach immer schon von uns zu tun? Uns schon von eigenen zu schieben. Wegen wir haben was so wie die Waffenrüstung, bloß so uns jetzt nicht zu verlassen, uns jetzt nicht durchzunehmen, wir sind ganz gewappnet, aber wir haben nicht an den Fingern, uns jetzt zu schieben und zu schieben. Und wir kommen wieder und wieder und wieder, immer wieder drei, was wir nach eignen, weil wir haben nicht mal zum Offensive, zum dem mal fortgehen, zum dem was wir tun. Und wir waren bedrängt und bedrungen. Auch wenn wir die Waffenrüstung, was so wie das haben. Aber dann kommt das nächste, und dort sage ich dir, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, weil das ist das Wort Gottes. Wenn wir das Schwert des Geistes haben, dann können wir den Feind wahrer stuhlen, so flieht von euch. Dann brauche ich nicht beten. Dann kann ich das Feld behalten. Da wird mir nicht fortgenommen, diese Ade in seine Herrschaft, auf diese Ade auch, ich kann es fortbeten. Ich habe ein Schwert des Geistes, das Wort Gottes, ich kann das, was das ist, ich glaube, das, was das gebrochen hat, und ich nehme das an als eine Wahrheit, und ich brauche das gegen den Satan, und der flieht. Der ist weich. Vielleicht soll ich das so nennen, dass ihr mir am Denk holen, der den Zell zwischen den Beinen ranführt. Wann wir das Wort Gottes haben. Das ist ein Hund, wo du Angst hast, der ranführt, auf Saal gebaut für ihn, aber der ranführt wegen Wort, wegen des Schwert des Geistes, wegen des Wort Gottes. Und dann haben wir die ganze Waffenrüstung. Dann ist er weit auf, dann steht er eine Fehl. Aber bis weit auf dich bekommt er nicht. Und wir haben das Schild für, und haben nicht geholfen. Die ganze Waffenrüstung. Diese Waffenrüstung ist für die Defensive und für die Offensive. Die kostet mit die beschützen, was kostet auch mit schlun, und die wachen mit. Dort braucht wir, wenn wir wollen, siegreiche, erfolgreiche Christen sein. Und dann hängt er an und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet dazu. Die Waffenrüstung haben, beten für die andere Heilige, wo du am ansehen. Sein, der wird eine feste Reich haben von dem Post ab, der die von der Rechte sieht, von der Linke sieht, der Pfeiler erst starten buben. Wachen, beten mit Gott hob. Und dann haben wir in der Atmosphäre gemerkt,
durch Jesus, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke, wo der Feind keine Macht hat. Muss Gott uns alle damit segnen. Lassen wir noch beten zu lassen. Herr Jesus, Dankeschön für deine Gnut, für deine Läufe, für deinen Schutz und für alle Segnungen, die wir immer weiter erfahren können. Dankeschön, Herr Jesus, für diesen Morgens, wo wir den Wut können, ganz kalt und besten betrachten. Help uns, dort unternehmen für uns, musst du uns lehren, wiesen. Neben alles, gib uns diesen Willen, das Verlangen, willst du das wollten, dass die schlechte Macht du hast, dass wir wollen wirklich gewaffnet sein mit deinem Panzer, was deine Zehen boven haben, und help uns, das wird Gottes dann auch recht gebrücken gegen den Widersacher. Herr Jesus, Dankeschön, dass du uns nicht hast, aus Weisen hinterlassen, sondern dass du mehr ans Best. Wir beten das Jesus in deinem Namen. Amen. Wir wollen uns zum Schluss singen, Nummer 532. Steh ein für Jesus, zum Kampfe stell dich ein. Der Ruhm des Kreuzes Fahne darf nicht verloren sein. Ihr folgt am Sieg zu Siege, ein großes, mächtiges Heer, bis jeder Feind geschlagen und Christus bleibt der Herr. Steh ein für Jesus, folgt der Trompete Schall. Wenn gleich der Feinde viele und große Seele Zahl, voran im heiligen Kriege am Tage unseres Herrn, als Streiter Kämpfe mutig, der Sieger ist nicht fern. Steh ein für Jesus, doch nur in seiner Kraft. Trau nicht der eigenen Stärke, mit macht's doch nicht scharf. Zieh an die ganze Rüstung des Herrn und wach und bet. Stell dich zum vollen Einsatz, der Ruf und Pflicht ergeht. Steh ein für Jesus, der Kampf ist bald vorbei. Der Tag des großen Sieges löst ab das Kampfgeschrei. Dann wird dem Überwinder die Grund der Herrlichkeit. Und der mit Jesus herrschet in alle Ewigkeit. Gut, wir haben klar das Wort gehört über Waffenrüstung. Und seht du zuletzt, liebe Brüder, seid stark. So,
Schließlich sagt Paulus, wird total stark zu sein, dann ja von Erklärung, wo? Und das ist die Waffenrüstung. Wat jet je dat? Wat jet ons dat? Wat hebben we die ganz aan? Brauchen wir die? Ist nicht jemand, der mag ein Zeugnis mitteilen, eine Erfahrung, ist eine Gelegenheit. Ja, das ist Tatsache, das Wirklichkeit bin ich ansichtbar. Ja. Noch jemand? Gut, in Mut und jeder einer, das wird dann auch zu nehmen, das schwert. Das ist nicht ein selber Soldat, was in einer Art Typ geholt hat und nicht kann sich wehren. Und wie sind die dazu bestimmt? Mag der Herr das Wort segnen und ich traue wieder uns mit den Segen zu entloben. Lass mich einfach nach dem Vers lesen, ich Gott sein Wort von uns zum Segen. Die Gnade des Herrn Jesu Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.